Aktuell gibt es sehr viel Diskussion um chinesische Aktien. Eine der erfahrensten Stimmen ist aber die von Ray Dalio. Heute geht es um seine Perspektive auf die chinesische Politik. Sind sie wirklich diese unternehmenszerstörende Macht, wie sie in den Medien dargestellt werden? Ray Dalio reist seit den 80ern regelmäßig nach China und er hat sehr gute praktische Eindrücke von den dortigen Unternehmen und der Politik. Die wirtschaftliche und politische Dynamik kann er also mit Sicherheit gut einschätzen. Beginnen wir mit einem Clip, in dem er eine häufige Fehleinschätzung der westlichen Medien benennt. I don't think it's well understood. For a long time, the question is how can communism and capitalism coexist? That's the riddle you have to answer, and he had to answer it a while ago. And what do these people want at the top? And what the answer to that riddle was told also by Deng Xiaoping when he was asked. He said, it's glorious to be rich. And then they asked about capitalism, and he says, it doesn't matter if it's a black cat or a white cat, just as long as it catches mice. And so the idea is producing wealth. Das ist wirklich ein Punkt, den viele bei der chinesischen Politik falsch sehen. Man denkt, die USA stellt den Kapitalismus dar und China den Kommunismus. Und den Kommunismus mag man nicht. Wenn man sich die politische Ausrichtung aber genauer anschaut, dann merkt man, eigentlich haben beide dasselbe Ziel, und zwar Wohlstand für ihre Nation zu schaffen. Historisch betrachtet haben sie einfach andere Ansätze, um dieses Ziel zu erreichen, aber es ist und bleibt dasselbe Ziel, gemeinsamer Wohlstand für die Nation. Common prosperity is the word now, okay? And it has been the objective to raise money and then to broaden the base of that. Okay, right. That's common prosperity. I think there's a tendency, and an understandable tendency, to think because they are Maoist and capital and communist that they're going to go back to that kind of a thing. And they're not. Deng Xiaoping, Xi Jinping just, for example, introduced the newest stock market in Beijing. He made a point of being the one who introduced the market in Beijing to the small and medium-sized enterprises. They know that it catches mice. And so the issue is that the capitalist is not in control. The issue is that there's a system for the whole system, and then what they want to do is make sure that it's not a capitalist-driven system. Genau das ist der Punkt. Im ersten Clip hieß es ja, es ist egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Es ist egal, ob man es Kommunismus oder Kapitalismus nennt, solange man dadurch den Wohlstand der Nation steigert. Das ist also die Hauptmotivation der Regierung. Der große Unterschied ist die Struktur der Macht oder auch der Politik, um Entscheidungen zu treffen. Ray Dalio führt das auch in einem anderen Interview aus. China verfolgt einen Top-Down-Ansatz. Sie erschaffen also die Regeln und die Bevölkerung muss sich strikt daran halten. Das ist natürlich der komplette Gegensatz zur amerikanischen Freiheit. Diese Macht nutzen sie, um die ökonomische Struktur zu verändern und um den Wohlstand der Nation zu steigern. Und dieser Wohlstand soll auch unter der Bevölkerung verteilt werden. Given though the regulatory crackdown in China right now, there are a lot of people who say, you know what, you shouldn't be investing in China. You have a different view. Yeah, the issue is more control, like they will tell your kids how many video games they can watch, where you wouldn't. It's like a strict parent, and they will redistribute the wealth. But if you take the measurements of capitalism, the United States and China are the most capitalist countries. Right. And if you were to say, will they go as far to the left as Europe has gone? It's unlikely that they will go as far to the left as Europe has gone on those measures. In addition, you need diversification. Right. Okay, so if you have two great powers, two developments of technologies and so on and so forth, and you're looking what percentage of your portfolio do you have here and what percentage of your portfolio there, diversification is a key element. Risiken gibt es auf beiden Seiten, egal ob in den USA oder in China. Diversifikation ist hier der Schlüssel zum Erfolg gemäß Ray Dalio. Sehr interessant ist, für ihn sind die USA und China die Staaten mit dem größten Kapitalismus auf der Welt. Ich denke, wenn man China betrachtet, darf man nicht alles schwarz-weiß sehen. Das heißt Kapitalismus versus Kommunismus und dazwischen gibt es gar nichts. So ist das nicht.
Dalio sagt es ja. Der größte Unterschied zwischen beiden Staaten ist die Struktur der Politik bzw. der Macht. China verfolgt eben den Top-Down-Ansatz. Sie setzen die Regeln fest, die sie für am besten halten, um das Ziel des gemeinsamen Wohlstands zu erreichen. Wie sollte man also in chinesische Aktien investieren? Nun, Dalio sagt zunächst einmal langfristig. Und da hat er völlig recht, denn die Denkweise der chinesischen Politik ist ebenfalls langfristig. Sie haben Unternehmen gestoppt, deren Geschäftsmodell der Verkauf von Bildung war. Diese Gewinnorientierung will die Politik im Bereich der Bildung nicht haben. Sie regulieren Tech-Unternehmen durch diverse neue Vorschriften. Sie brechen diese Monopolstellung großer Tech-Giganten auf. Das hat natürlich Einfluss auf die großen Aktiengesellschaften. Aber sie machen das nicht, um Investoren zu verunsichern. Sie machen das für den langfristigen Wohlstand, auch wenn kurzfristig die Kurse darunter leiden. Und wenn die chinesische Politik langfristig denkt, dann solltest du als Investor das auch tun. Sie werden weiter wachsen und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit werden sie auch die USA überholen. Das sieht man auch an der Entwicklung des BIPs sehr gut. Der zweite Punkt ist die Diversifikation bezüglich chinesischer Aktien, aber auch über die Ländergrenzen hinweg. Viele investieren ja nur in Unternehmen aus den USA, mich mit eingeschlossen, oder auch zum Beispiel der gute Warren Buffett. Es gibt aber immer wieder Konflikte zwischen den USA und China, sei es mit dem Handelsstreit, der immer noch nicht komplett geklärt ist, oder auch aktuell mit dem möglichen Delisting chinesischer Aktien von den US-Börsen. Deswegen empfiehlt es Ray Dalio, in beide Richtungen diversifiziert zu sein. Da gebe ich ihm voll und ganz recht. Für die allermeisten Investoren ist Diversifikation absolut sinnvoll, aber eben nicht für alle. Und auch die Diversifikation innerhalb Chinas in verschiedene Aktien kann dich vor den kurzfristigen Entscheidungen der Regierung schützen. They will set the rules, and you go in there and you decide if you're going to be part of that as a good citizen or you're not. And then, but you don't jump in and out. And the amount that you're in should be that which you're comfortable with. It's the same as an investor. It's not smart to sell on the break or buy. It's a strategic play. Most investors are very overweight in the United States or other places. Diversification. Put the amount that and the exposure that you want to have there, because you have to have places on some money on two chips, because there are risks in the United States too. Die wichtigsten Faktoren, um in chinesische Aktien zu investieren, sind also ein langfristiger Anlagehorizont, Diversifikation über Aktien und Ländergrenzen und ein Betrag, mit dem man sich persönlich wohlfühlt. Was ist deine Meinung dazu? Glaubst du auch an den langfristigen Erfolg oder sind dir die Risiken doch zu hoch?